Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Reisetipp des Sonntags. Also, let's go! Kennst du das auch? Du planst eine Reise und siehst eine lange Busfahrt auf dich zukommen. Dir kraut's bei dem Gedanken daran. Stell dir jedoch vor, du steigst in deinen Bus ein, ohne Stress, und du weißt, du hast alles dabei, was du brauchst, damit die Busfahrt so angenehm für dich wie möglich wird. In diesem Video geben wir dir Tipps an die Hand, wie du das erreichen kannst, dass deine lange Busfahrt stressfrei und angenehm für dich wird. Bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, weil zum Schluss haben wir noch eine wichtige Info für dich, die du schon bei der Buchung von deiner Busfahrt beachten musst. Bevor wir uns jedoch unsere Tasche für unsere Busfahrt packen, laden wir uns auf unser Handy die Netflix-App herunter. Auf der Netflix-App kannst du dann deine Serien, deine Filme herunterladen und kannst sie dann, solange du willst, in der Busfahrt offline und somit ohne Internet anschauen und genießen. Dasselbe gilt für Spotify. Dort kannst du auch deine Podcasts und deine Musik herunterladen, damit du sie offline und ohne Internet jederzeit anhören kannst. Nachdem wir das getan haben, gehen wir natürlich in den nächsten Lebensmittelladen und kaufen uns unsere Verpflegung, genug zu essen und zu trinken ein, weil meistens haltet man mit dem Bus nur einmal und dort ist dann die Verpflegung ziemlich teuer. Deswegen versorgen wir uns lieber selber im Voraus. Dann ist es soweit und wir packen unsere Tasche für unsere Busfahrt, und natürlich als allererstes ist ganz wichtig, dass wir unsere Kopfhörer nicht vergessen, sonst wäre unsere Vorbereitung mit unserer Netflix-App und unserem Spotify komplett umsonst gewesen, also vergesst eure Kopfhörer nicht. Dann kommen wir zu etwas, was Marco bisher noch nie gebraucht hat, was ich immer dabei habe und bisher auch immer gebraucht habe. Und zwar, das ist ein Reisekissen für den Schlaf im Sitzen. Es funktioniert bei mir einfach besser. Ich kann sonst im Sitzen nicht schlafen. Und ganz wichtig sind Reisetabletten gegen Übelkeit bei dir auf der Busfahrt. Bei mir ist es mittlerweile besser, aber es kommt immer wieder mal vor, dass mir leider übel wird. Erst recht, wenn es kurvig wird. Wer Probleme mit Lärm und Lichtverhältnissen hat und dabei schlecht schlafen kann, empfehlen wir natürlich sehr, Ohrenstöpsel mitzunehmen und vielleicht auch noch eine Schlafmaske. Nun vor unserem letzten Tipp noch zwei ganz wichtige Tipps, und zwar bequeme Kleidung anziehen auf jeden Fall, wie eine Jogginghose oder ähnliches. Etwas, worin ihr euch wohlfühlt. Und so ganz wichtig, nehmt eine Jacke mit oder einen Pulli extra, weil uns ist es schon oft so gegangen, dass es zu kalt war mit der Zeit im Bus, weil die Klimaanlage auf Hochtouren lief und deswegen wir es oft schon bereut haben, keine extra Jacke mitgenommen zu haben. Vor unserem letzten und sehr wichtigen Tipp fassen wir hier noch mal kurz zusammen. Also die Netflix-App herunterladen, deine Serien herunterladen, auf Spotify deine Podcasts oder Musik herunterladen, dass du das alles offline hören kannst und nicht an deiner Internetverbindung abhängig bist. Dann für genug Verpflegung sorgen auf deiner Fahrt. Sachen wie Kopfhörer, Reisekissen, Schlafmaske, Ohrstöpsel, Reisetabletten nicht vergessen und bequeme Kleidung anziehen, eine zusätzliche Jacke mitnehmen oder einen zusätzlichen Pulli für die Kälte. Nun zu unserem letzten Tipp hier in dem Video und zu einem ganz wichtigen Tipp. Es gibt Unterschiede in dem Winkel, wo ihr eure Sitze verstellen könnt. Es gibt natürlich diese Standard-Bussitze, wo ihr fast senkrecht sitzt und schlafen müsstet. Dann gibt es 140 Grad und es gibt sogar bis zu 180 Grad verstellbare Sitze, die man buchen kann. Könnt ihr schon bei der Buchung schauen. Klar sind die 180 und die 140 Grad ein bisschen teurer, aber je nach Länge dieser Busfahrt lohnt sich der Aufpreis auf jeden Fall sehr und können wir euch nur ans Herz legen, das auch zu nutzen. Dann kommen wir zum Ende. Das war eine weitere Folge von Reisetipp zum Sonntag. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Sonntag wieder. Aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst.